Wird die neue EU-Superbehörde AMLA demnächst auch die Schweizer Banken, das Schweizer Finanzwesen kontrollieren? Mit dieser besorgniserregenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B beschäftigst, wenn auch du die Meinung hast, dass sich die EU in die falsche Richtung bewegt, wenn du dir Sorgen machst um dein Vermögen, um immer weitere Zwangsmaßnahmen seitens der EU, wenn dich das Thema Staatsverschuldung, mögliche Vermögensteuern, vielleicht sogar ein Vermögensregister nachts nicht schlafen lässt, das Ganze dann auch noch in Kombination mit einer besorgniserregenden geopolitischen Eskalationskultur, die wir hier innerhalb der EU sehen, dann lade ich dich herzlich zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesserseminar in Zürich ein. Dort werden wir dir ähnlich wie bei einem Schweizer Taschenmesser alle Tools und Werkzeuge zeigen, die du brauchst, um einen effektiven Plan B zu implementieren, und zwar ohne auszuwandern. Das sind alles Dinge, die du komplett legal schon jetzt machen kannst. Dazu zählt zum Beispiel Konten im Ausland zu eröffnen, vielleicht in Singapur, vielleicht in Liechtenstein. Dazu zählt es möglicherweise weitere Staatsbürgerschaften zu erwerben, weitere Aufenthaltstitel zu erwerben, Gold und Edelmetalle im Ausland aufzubewahren, sich wirtschaftlich zu diversifizieren und generell sich ein Setup außerhalb der EU zu schaffen. Um all diese Themen geht es bei unserem Plan B Schweizer Taschenmesserseminar, wozu ich dich herzlich einladen möchte. Das findet in Zürich statt. Details und die nächsten Termine findest du auf unserer Webseite. Link dazu hier in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich hatte vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen. Dieser Mandant hat sein gesamtes Geld in die Schweiz verlagert, sein gesamtes Vermögen. Er ist dort bei einer Schweizer Privatbank, bei einer sehr renommierten Schweizer Privatbank, muss man sagen, und arbeitet da mit hochintelligenten Bankern zusammen, die auch tatsächlich sein Vermögen zu seiner vollen Zufriedenheit verwalten. Der Mandant wohnt in Deutschland. Es ist ja komplett legal, Konten im Ausland zu haben. Der Mandant wollte bewusst außerhalb der EU seine Mittel verwalten lassen. Er hat bewusst den Schweizer Franken als Währung gewählt. Er wollte bewusst Anlageberater und Vermögensverwalter haben, die eben nicht in der EU ansässig sind, sondern für eine Nicht-EU-Bank, also für eine Schweizer Bank, in diesem Fall hier arbeiten. Dieser Mandant hatte kurz davor vertraulich mit seinem Kundenberater bei dieser Privatbank gesprochen. Und der Kundenberater war voller Sorge ihm gegenüber. Er hat dem Mandanten tatsächlich anvertraut und gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch in der Schweiz bleiben werde. Ich überlege mir auszuwandern, möglicherweise nach Singapur. Der Standort Schweiz, so hat der Privatbanker gesagt, ist in großer Gefahr. Auf was hat er hier angespielt? Wir haben es ja in einem unserer letzten Videos schon behandelt. Es gibt ein neues Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU. Du weißt vielleicht momentan, wie die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Schweiz und EU. Die Schweiz muss ja unbedingt Zugang haben zum Binnenmarkt in der EU. Das heißt, man will europäische Kunden bedienen können, weil für die Schweiz natürlich die EU ein unheimlich wichtiger Exportmarkt ist. Momentan ist dieses ganze Zusammenspiel geregelt über sogenannte bilaterale Verträge. Da gibt es also etliche detaillierte Abkommen, und der EU wird das alles langsam viel zu kompliziert. Sie sagen nicht mehr diese Rosinenpickerei. Wir hauen jetzt mit der Faust auf den Tisch und möchten jetzt eine große, sage ich mal, Generalvereinbarung haben, unter der dann alles geregelt wird. Das ist dieses EU-Schweizer Vertragspaket. Dazu haben wir jetzt etliche Jahre im Geheimen verhandelt und hat das jetzt auf Regierungsebene auch entsprechend abgesegnet. Jetzt muss natürlich dann der Schweiz das Volk befragt werden. Erst im Juni 2025, also nach etlichen Jahren Verhandlungen, hat die Schweizer Regierung überhaupt die Texte veröffentlicht, um die es hier ging. Und die öffentliche Meinung in der Schweiz ist gespalten. Es gibt ja viele, gerade junge Leute, muss man sagen, die sind sehr EU-freundlich. Aber es gibt auch viele, die vor diesem Vertragspaket warnen. Denn was de facto passiert ist, dass sich die Schweiz der EU unterwirft, ohne aber ein Mitspracherecht zu haben in den europäischen Gremien. Du weißt ja, die Schweiz ist eine direkte Demokratie. Es gibt in der Schweiz zum Beispiel kein Verfassungsgericht wie in Deutschland. In Deutschland ist es ja so, wenn dort der Deutsche Bundestag, also das Parlament, etwas beschließt, dann kann man dagegen beim Verfassungsgericht klagen und dann kann das Verfassungsgericht prüfen, ob das Parlament richtig entschieden hat. Und wenn das Parlament nicht verfassungsgemäß entschieden hat, dann kann das Verfassungsgericht entsprechend urteilen
und dann muss das Parlament diese Entscheidung rückgängig machen beziehungsweise die Entscheidung eben überarbeiten. Wir kennen das Gleiche aus den USA. Dort gibt es auch den Supreme Court. Das funktioniert auf gleiche Weise. Tatsächlich gibt es aber viele Länder, die vielleicht einen obersten Gerichtshof haben, wo aber der oberste Gerichtshof eine solche Kompetenz nicht hat, um hier in die Gesetzgebung einzugreifen. Das ist zum Beispiel in UK so. Und es ist eben auch in der Schweiz so. Natürlich gibt es in der Schweiz einen obersten Gerichtshof. Der hat jetzt aber keine Kompetenzen, über Entscheidungen des Parlaments zu urteilen. Das ist in der Schweiz die Aufgabe des Souveräns und der Souverän ist das Volk. Deswegen gibt es diese Volksabstimmung. Da kann also das Schweizer Volk letztlich direkt beeinflussen, was die Politik macht, beziehungsweise muss zu fast allen Entscheidungen seinen Segen geben. Dieses neue Vertragspaket zwischen der EU und der Schweiz hebelt diese Funktion des Volkes als Souverän, als letzten Entscheidungsgeber letztlich aus. In Zukunft ist es der Europäische Gerichtshof, nicht mehr das Schweizer Volk, was die oberste Instanz ist. Und da müssen natürlich bei jedem Schweizer hier sofort alle Alarmglocken angehen. Wie kann es sein, dass wir uns hier versklaven? Wie kann es sein, dass wir dem Europäischen Gerichtshof, der Europäischen Kommission letztlich unsere Souveränität abtreten? Wie kann das sein? Aber natürlich in der Schweiz, die Politiker, die machen alle Bücklinge, das ist ja völlig klar. Die haben die Hosen voll, die haben Angst. Viele haben ja auch ein problematisches Verhältnis zum Volk. Die können gar nicht verstehen, wie das Schweizer Stimmvolk so abstimmt, wie es abstimmt. Erinnern wir uns daran, was zum Beispiel Hillary Clinton einmal gesagt hat, a basket of deplorables, als sie über Trump-Wähler gesprochen hat. Also die Schweizer Politiker hier grundsätzlich sehr EU-freundlich. Man will sich ja gerne unterwerfen, man will hier gerne die Souveränität aufgeben für den Komfort. Jetzt muss man sehen, wie das Schweizer Stimmvolk entscheidet. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein Video dazu gemacht. Jetzt komme ich zurück zu meiner Geschichte mit dem Mandanten und seinem Private Banker. Dieser Kundenberater bei der Schweizer Privatbank hat jetzt große Sorge, dass im Rahmen dieses Vertragspaketes im Grunde genommen die gesamte Finanzmarktregulierung der EU auch auf die Schweiz übergeht und letztlich dann von der Schweiz übernommen werden muss. Dass also letztlich auch die Schweizer Banken dann der AMLA unterstehen. Du kennst ja die AMLA, das ist die neue Superbehörde der EU mit Sitz in Frankfurt am Main, die letztlich eine Überwachungsmethode ist, welche wiederum Behörden zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Compliance in den einzelnen EU-Staaten überwacht und in den Augen vieler im Grunde genommen ein gigantischer Überwachungsapparat ist. Da gibt es ja auch noch alle möglichen anderen Fantasien. Die EU hat ja mal lange fantasiert über das Thema des Vermögensregisters. Wir haben generell in der EU ein großes Demokratie- und Transparenzproblem. Wir haben ja ein Parlament in der EU, das EU-Parlament, das gleich zu der Duma in der Sowjetunion, da wird einfach nur abgenickt, aber man hat keine Kompetenz, eigene Gesetzesvorlagen hier einzubringen ins Parlament. Also es gibt definitiv in der EU etliche antidemokratische Tendenzen. Und da ist jetzt die Sorge bei dem Schweizer Banker, dass das alles dann in die Schweiz hier überschwappt. Und das hätte natürlich dramatische Konsequenzen, denn auch wir haben viele Mandanten, die ja in die Schweiz gehen, gerade deswegen, weil sie sich in der EU nicht sicher fühlen, weil sie dort kein Konto in der EU haben wollen. Sicherlich, vieles davon ist allein schon auf die Währung zurückzuführen. Und um die Währung geht es jetzt ja nicht bei diesem Vertragspaket. Es geht ja nicht darum, dass es die Schweiz den Euro einführt. Das heißt, er wird nach wie vor der Schweizer Franken sein. Das heißt, da ist sicherlich eine Eigenständigkeit gegeben. Aber wenn wir von einem digitalen Gulag sprechen, in den sich ja vielleicht die EU wandelt, danach sieht es zurzeit momentan jedenfalls aus. Also digitales Wallet, digitaler Euro, Kontenregister, irgendwann vielleicht mal Vermögensregister, die AMLA, die ganzen Geldwäschereibekämpfungsmaßnahmen etc. pp. Wenn das jetzt alles in die Schweiz übernommen werden soll, dann wäre das für den Schweizer Standort meiner Meinung nach möglicherweise katastrophal. Und das ist genau das, worauf der Banker anspielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal einigen detaillierten Research gemacht. Ich habe mir auch mal den Wortlaut des Vertragspaketes angeschaut. Ich persönlich kann jetzt nichts finden, was darauf schließen lässt, dass es tatsächlich so kommen wird. Da ist nicht
von Banken und von Finanzdienstleistungen die Rede. Deshalb, wenn du dazu mehr Informationen hast, vielleicht kennst du dich in dem Bereich aus, dann bin ich dir auf jeden Fall dankbar für deine Zuschrift. Geh auf unsere Website perspektiveausland.com. Da findest du im Footer der Website Angaben, E-Mail-Adresse und auch Formulare, die du ausfüllen kannst. Kontaktformular zum Beispiel. Also wenn du Informationen dazu hast, auch wenn du sagst, das stimmt alles nicht, der Banker macht sich hier umsonst Sorgen, die Eigenständigkeit des Schweizer Finanzsystems, des Schweizer Finanzsektors wird erhalten bleiben. Die Schweiz wird nicht letztlich von der EU regiert werden, jedenfalls nicht das Schweizer Bankensystem. Die Superbehörde AMLA wird nicht die Schweizer Banken beaufsichtigen. Also, wenn du dazu Info hast jedenfalls, dann wäre ich dir dafür sehr dankbar. Ich persönlich konnte jetzt in den Texten erstmal nichts finden. Das heißt, ich bin da auch noch dabei, mir hier ein Bild zu schaffen. Ich werde sicherlich noch mal ein Video dazu machen. Aber wie gesagt, wir reden hier nicht von irgendeiner kleinen Bank und wir reden hier auch nicht von irgendeinem Atlatus, sondern von einem hochrangigen Kundenberater bei dieser Bank. Deswegen, wenn der sich Sorgen macht, wenn seine Kollegen sich Sorgen machen, dann hat das meiner Meinung nach schon etwas zu sagen. Vielleicht wäre es ja auch mal gut, wenn die Schweizer Bankenbranche ein klares Statement zu diesem Punkt abgibt. Auch die Reaktionen in der Wirtschaft zu diesem Vertragspaket EU-Schweiz sind gemischt. Es gibt da natürlich durchaus viele, gerade so die Konzerne, die das ganz toll finden, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht jeder reagiert so wie der Schweizer Banker, den ich ja angesprochen habe. Aber dann sind natürlich auch die Branchen unterschiedlich. Die eine Branche findet das vielleicht ganz toll, die andere Branche macht sich diesbezüglich große Sorgen. Also es ist etwas, worüber wir sicherlich in Zukunft noch sprechen werden. Ich habe gedacht, hier aufgrund dieses Gespräches, was ich erst vor wenigen Tagen geführt habe, mache ich mal dieses Video auch einfach für dich, damit du weißt, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert. Viel passiert hinter verschlossenen Türen. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, es gab jahrelange Verhandlungen und erst jetzt, nach jahrelangen Verhandlungen, nachdem bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurden, wurden dann die Texte einmal veröffentlicht. Das ist natürlich nicht gerade die feine englische oder demokratische Art, wie man so schön sagt. Und wenn es natürlich so kommt, dann muss sich jeder überlegen, was er dann tatsächlich tut mit seinem Vermögen. Lasse ich das weiter in der Schweiz? Ist mir das egal? Reicht mir der Schutz des starken Franken aus? Und das könnte ja durchaus ein Argument sein. Ich meine, Liechtenstein ist ja ohnehin schon im EWR. Fast alles, was die EU entscheidet, ist auch für den EWR bindend. Das heißt, auch da ist natürlich eine echte Unabhängigkeit schon lange nicht mehr gegeben. Aber auch dort hat man den Vorteil der starken Währung. Das muss man ganz klar sagen. Keinesfalls möchte ich dir jetzt abraten, davon Konten in der Schweiz zu eröffnen. Ich halte das nach wie vor eine gute Idee. Aber es ist eben eins dieser Themen, die wir sehr genau beobachten müssen und wo wir uns überlegen müssen, wie wir nun handeln werden in Zukunft. Deswegen ist es wichtig, dass man früh genug weiß, was tatsächlich passiert, denn zu handeln braucht ja dann auch immer Zeit. Aber du weißt ja, wie es ist, besser handeln, als später behandelt zu werden. Ja? Wenn ich das sage, dann denken viele immer, ich spreche über die Pandemie und Impfung und sowas. Aber nein, das ist einfach ein Wortspiel, was ich ganz nett finde. Also wenn das Themen sind, die dich umtreiben, dann komm gerne zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar. Da reden wir dann nicht nur über Schweizer Banken und Banken in Liechtenstein, sondern auch Banken zum Beispiel in Singapur, in den USA oder auch auf den britischen Kanalinseln, ebenso natürlich wie in Serbien und Georgien und auf den Philippinen, zum Teil auch Länder, die nicht beim automatischen Informationsaustausch mitmachen. Und natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, kommen dabei nicht zu kurz. Also es gibt durchaus Alternativen, auch natürlich zur Schweiz. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist zu früh, jetzt zu sagen, die Schweiz schon völlig aufzugeben, aber es ist etwas, was wir unter Beobachtung halten müssen. Gerne können wir natürlich auch ein Beratungsgespräch führen. Den Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Themen zu beraten. Auswandern, Plan B, sein Vermögen zu schützen vor der Übergriffigkeit des Staates, neues Vermögen aufzubauen, Steueroptimieren im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.